In der Godot Engine hat jede Node sogenannte Signale oder wie man in der C#-Welt sagen würde, Events. Doch wo findet man sie im Editor, wie und wann werden diese aufgerufen und wie erstellt man Signale selbst und meldet auch Funktionen daran an. Ich zeige dir den Weg in sowohl GDScript als auch C#. Ich bin natürlich Most Wanted und das hier ist ein Godot 4.3 Feature in unter 10 Minuten erklärt. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen sollte, abonniere gerne für mehr und schreib mir deine Fragen und auch Feedback sehr gerne in die Kommentare. Vielen Dank und los geht's! Damit du von einer Node die Signale sehen kannst, musst du zuerst eine Node im Szenenbaum auswählen. Nehmen wir mal hier oben unsere Root Node, die einfach eine ganz normale Node ist, ohne besondere Eigenschaften. Dann musst du in das Node Dock wechseln. Das ist direkt standardmäßig oben rechts neben dem Inspektor. Hier haben wir den ersten Tab Signals mit so einer Art Funksymbol links daneben. In dieser Liste finden wir eine Reihe von verschiedenen Signalnamen und auch in runden Klammern, welche Parameter sie haben. Wenn wir keine Parameter finden, sind die runden Klammern einfach zwischendrin leer und sonst kann zum Beispiel hier eine normale Node drin stehen und es gibt bei verschiedenen Events eben verschiedene Anwendungsfälle. Was uns bekannt vorkommen könnte, ist das Ready hier. Denn dieses Ready-Signal wird aufgerufen, nachdem die _Ready-Methode unserer gewählten Node abgeschlossen ist. Somit können wir also eine gewisse Initialisierungsreihenfolge auch bauen. Von wegen, wenn ich fertig bin, dann machen wir außerdem noch das und das. Auch wenn diese Node selbst den Szenenbaum betritt oder verlassen möchte, werden nach dieser Ausführung noch Events aufgerufen. Eben hier Tree Entered, wenn diese Node den Szenenbaum betreten hat. Dann haben wir Exiting hier unten, wenn diese Node den Szenenbaum verlassen möchte. Und dann eben hier noch Tree Exited, was wiederum kommt, nachdem diese Node den Szenenbaum verlassen hat. Wenn es darum geht, die Kinder zu managen, die Nodes unter unserer gewählten Node. Wir haben Child Enter Tree, wir haben Child Exiting Tree und wir haben Child Order Changed hier oben. Also ein paar sinnvolle Signale oder auch Events, die wir nutzen können, um eben bestimmte Dinge auszuführen, wenn gewisse Sachen passieren. Diese Listen von Signalen werden deutlich komplexer, wenn wir verschiedene Arten von Nodes auswählen. Eine Node 2D wiederum leitet ja ab von Canvas Item. Canvas Item wiederum von Node, deswegen ab hier unten ist alles bekannt von gerade eben schon, aber hier oben haben wir Draw, wenn das Element gezeichnet wurde, Hidden, wenn es ausgeblendet wird, Visibility Change, wenn es ein- oder ausgeblendet wird, oder bei Control Nodes, die wiederum ja UI-Elemente sind, aber auch wiederum von Canvas Item ableiten, haben wir hier oben, wenn sie in den Fokus gerückt werden mit der Maus, wenn die Maus den Bereich des UI-Elements betritt oder verlässt, wenn ihre Größe geändert wird, wenn ihr Theme geändert wird oder auch bei verschiedenen Sachen wie Input durch Maus oder Tastatur. Was nichts mit Canvas zu tun hat, ist Node 3D. In der 3D-Welt haben wir einfach nur ganz simpel gesagt hier oben Sichtbarkeit geändert. Nehmen wir mal noch zwei weitere Beispiele aus dem Bereich 3D. Zum Beispiel eben ein Static Body, ein festes 3D-Element in der Welt. Da gibt es auch die Kenntnis drüber, wenn die Maus diesen Collider eben betritt oder verlässt oder auch dort, wenn Input reinkommt. Obendrauf Area 3D, ein bisschen komplexer wiederum, hat verschiedene Informationen darüber, wenn andere Areas oder bestimmte Bodies wiederum diese Area betreten. Quasi Kollisionsabfragen, wo wir handeln wollen, was passiert, wenn jemand in diese Bereiche reinkommt oder den Bereich auch wieder verlässt. Um in GDScript Signale nutzen zu können, musst du sie einfach nur mit dem Signal Keyword erstmal anlegen. Dann gibst du mit Leerzeichen dahinter einen Namen an, nämlich hier is_running und dann direkt in runden Klammern die Parameter, die reinkommen sollen. Is_running hier ist der Name des Parameters und der ist vom Typ Bool. Legen wir eine Callback-Methode an, etwas, das wir an das Signal anmelden könnten. Diese Funktion hier, onIsRunningChanged, nimmt eben den gleichen Typ und Parameter an, genau wie das Signal hier oben. Und eben Rückgabetyp muss hier sogar Void sein. Und dann können wir hier drin einfach das Ganze mal aus Spaß printen. Wenn wir jetzt diese Methode hier oder diese Funktion an das Signal hier oben anmelden wollen, dann müssen wir auf dem isRunning hier die Methode Connect aufrufen. Diese nimmt unsere Funktion onIsRunningChanged an und nach dem Ausführen hiervon ist das Ganze angemeldet.
Zum Abmelden wiederum als Kontrast brauchen wir die Disconnect-Funktion. Auch dort geben wir unsere Funktion wieder rein und dann wird sie automatisch vom Signal wieder abgemeldet. Und wenn das Signal aufgerufen werden soll, nutzen wir die Emit-Funktion und geben in den runden Klammern eben die Parameter an. In dem Falle hier True, weil wir nur einen Bool-Parameter haben, hätten wir mehr, einfach durch Komma trennen. Und hier unten haben wir noch die 3 Funktionen, nach denen die verschiedenen Tree Entered, Tree Exited und auch das Ready-Signal aufgerufen werden. In C# ist das Ganze sehr ähnlich, nur brauchst du hier das Signal-Attribut und dann legst du einen Delegate an, eben einen Prototypen von einer Funktion. Und zwar hier in dem Fall der Rückgabetyp ist Void und wir haben hier isRunningEventHandler. Diesen Suffix, also diese Endung, brauchen wir in C# zwingend. Und dann hinten dran wie gewohnt eben die Typen, die wir als Parameter mitgeben wollen. Dann generiert uns Godot automatisch Events und zwar wie in dieser Form hier. Unterstrich isRunning generiert werden, was private ist und wir hätten ein Public Event Property isRunning, über das wir den Add und Remove aufrufen können, um Funktionen an dieses Event anzumelden. Das heißt also, wenn ich den Begriff Event nutze, meine ich in Godot immer ein Signal. Es ist genau das gleiche in grün. Entsprechend ist der Rest auch identisch. Wir haben eine sogenannte Callback-Methode, eine Funktion vom passenden Prototyp, Rückgabetyp Void, Parameter Bool, die wir daran anmelden könnten. Und wir haben natürlich auch den gleichen Weg, um Funktionen anmelden zu können. Nur direkt eine wichtige Sache. Es gibt den gleichen Weg wie in GDScript und zwar hier Connect aufrufen mit Signal Name is Running. Und dann können wir einen neuen Callable erstellen mit diesem Objekt und dem Namen der Methode, was super hässlich im Code ist. Stattdessen nehmt einfach den stinknormalen C#-Weg, der geht genauso. Einfach den Namen des Signals oder des Events, macht Plus gleich zum Anmelden und wählt die Funktion aus, die ihr anmelden wollt. Das hier ist viel besser zu managen als das hier oben. Umgekehrt zum Abmelden, ihr könnt die Disconnect-Methode nehmen wie in GDScript, kann ich aber keinem empfehlen. Macht lieber einfach das Event oder Signal nehmen und minus gleich, um die Callback-Methode wieder abzumelden. Aber beim Emitten wiederum bleibt das gleiche. Wir haben den Weg hierbei von Godot Emit Signal, wo übrigens nur Varianten reinkommen können. Dazu wird es ein eigenes Video geben. Und wir haben mit dem Aufruf von der Invoke-Methode, wo wir einfach die Parameter angeben können. Was ist, wenn wir jetzt ein Skript zuweisen? Wenn wir unser GD-Skript nehmen, auf die Node direkt draufziehen und speichern, merken wir, hier gibt es noch kein Update. Aber sobald du einmal irgendwas wegklickst und die Node wieder anwählst, dann ist auch hier oben unser Signal verfügbar. Das kommt aus der GDScript Node Signals GD. Hier würde normalerweise auch der Klassenname stehen, wenn wir hier oben das Class Name und dann den Namen GDScript Node Signals nutzen würden. Wir machen Speichern, wegklicken, wieder hinklicken und dann ist hier oben auch der Name richtig. Und damit haben wir doch eine sehr schöne eventbasierte Grundlage in Godot. Jede einzelne Node hat verschiedene Stellen, die du dir angucken musst, bevor du ein System von Grund auf selbst schreiben musst, wie zum Beispiel Kollisionserkennung. Melde dich an das richtige Signal an, hol dir die Info, wer mit dir zum Beispiel kollidiert und dann führe entsprechend Logik und Code aus. Das war's schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Wenn ja, Daumen hoch geben, abonnieren für weitere Folgen und deine Fragen und Feedback gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.